We are now recording. We're live. So, wir zeichnen auf. So, herzlich willkommen alle zu diesem sehr spontanen Zoom heute Abend. Greg und ich, wir haben eine Beziehung und wir haben gerade eine ziemlich tolle, weil er ist 2 Wochen weg gewesen und nur wieder da. Und das ist schon mal der erste Hinweis, wenn ihr euch 2 Wochen von eurem Partner getrennt habt und ihr kommt wieder zusammen und es ist nicht cool, dann hapert es an der Beziehung. So, I just said, you and I, we have a relation. No. No, and we were separated for 2 weeks now, and now we're really happy to be together again. And this is one of the first hints. If you were separated for 2 weeks and you're not happy to be together again, then something might be wrong in the relationship. Yeah. So, yeah. It's a sign. That's a sign. Das ist ein Zeichen. We're always looking for signs. Ja, wir suchen immer nach Zeichen in der Beziehung. That is so true. Especially when the relationship starts. Vor allen Dingen, wenn eine Beziehung beginnt. Yeah, and then we create all sorts of stories around those signs. Und dann kreieren wir alle möglichen Geschichten um diese Zeichen herum. He likes the same things I do. Oh my God. Er mag die gleichen Sachen wie ich. Oh Gott. As long as he's not wearing your dresses. Solange er nicht deine Kleider trägt. Und ja, Bianca, Barbara, bitte mach dein Mikro aus. Wir hören dich rumpeln. So what is it that makes a relationship a good relationship? So was ist das eine Beziehung zu einer guten Beziehung macht? Who you asking me? Of course. Oh. Wen fragst du da? Mich? Ja, klar. So, well, for me, it's just that openness. So, I mean, you know, you and I, we're like chalk and cheese. We like talking cheese? No, we're like chalk, you know, for writing on a board, and cheese. We're so opposite in many things. I didn't know the expression. Es ist furchtbar. Jedes Mal, wenn wir ein Live so machen, sagt er irgendeine neuseeländische irgendeinen Ausdruck aus Neuseeland, den ich noch nie gehört habe. Also wir beiden, meint er, wir sind das Gegenteil voneinander. So we're the opposite. Absolutely. We're in so many things that with the way we express ourselves, the way we talk, the way we perceive things, often we're quite opposite. Ja, also die Art und Weise, wie wir sprechen, wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir uns selbst nach außen bringen, ausdrücken, das ist bei uns total unterschiedlich. It's What the fuck is it that we have in common? So was zum Teufel haben wir gemeinsam? Yeah, well, that's the amazing thing. What we have in common is the desire to create more. Ja. Und was wir gemeinsam haben, ist dieser Wunsch danach, mehr zu kreieren. And really be willing to create that together. Yeah. Und wirklich gewillt sind, das gemeinsam zu kreieren. But also, not only that, but it's like you demand that I start creating stuff for me and that I give you space so that you can create. Ja. Und das Ding ist wirklich, also ich verlange von ihm, dass er für sich selbst kreiert und er gibt mir immer den Raum, für mich selbst zu kreieren. So in many ways, there's 3 things that we're creating. Oh, somebody's getting the dentist work done. Jemand ist gerade beim Zahnarzt. Yeah, there's a blowfly stuck in there. Nicole hat ihr Mikro an. Und das Nicole. Bin schon dabei. Okay. Okay. It was Nicole. Naughty girl. Ja, so ein böses Mädchen. Okay, cool. So you wanted to say, du wolltest gerade was sagen. I can't remember. But it's like we're creating 3 things at once. We're creating for ourselves, and we're creating the combined thing that is growing all the time. And we're willing to help each other to create our own things and for each other. And so there's this huge growth that happens
Okay, also wir machen eigentlich immer 3 Dinge gleichzeitig. Also jeder kreiert für sich und dann kreieren wir zusammen und dann helfen wir einander, jeder für sich selbst zu kreieren und wir kreieren gemeinsam Zeug, was die ganze Zeit wächst und was riesig wird. You know, you look at Hollywood or even the music world, and there'll be one star that marries another star, and suddenly there's violence and there's abuse and there's sadness and all this sorts of stuff because one star can't be in the shadows. What is that? It's Nicole. I'm not Yeah. sure what she's doing, but I just muted her again. Okay. So, wenn ihr nach Hollywood guckt zum Beispiel und wenn dann diese Hochzeiten sind zwischen 2 Stars, ja, das am Anfang traumhaft aussieht und dann plötzlich gibt es Gewalt, dann gibt es Traurigkeit, dann gibt es alle möglichen Skandale und dann gibt es Missbrauch und alles nur, weil einer nicht ertragen kann, im Schatten vom anderen zu stehen. One can't bear to be in the shadow of the other. And it's like, what is that? Ja, so einer mag nicht im Schatten vom anderen stehen. Und die Frage ist, was ist das? So what if that's the biggest lie that we buy? So was, wenn das die allergrößte Lüge wäre? And sorry, Kabi. And for women, that's the biggest thing. You know, most women lose themselves, lose their identity, lose sometimes even their personalities, in order to have a relationship. Ja, und das ist vor allen Dingen für Frauen so wahr, dass sie diese Lüge abkaufen. So viele Frauen verlieren ihre Persönlichkeit, geben sich auf, verlieren ihre Identität, nur um eine Beziehung zu haben. You know, you suddenly become the children's mother. Ihr werdet plötzlich zu der Mutter eurer Kinder. That guy's wife, but you're never who you are. You know, you're not just Gabi. Ja, oder ihr werdet einfach zu der Frau von diesem Mann, aber ihr seid nicht mehr ihr selbst. And it's like where the guy is, his identity seems to stay. What is that? And it's like, because you allow it, you create it. Ja, aber auf der anderen Seite scheint es so, als würde dieser Typ, mit dem ihr zusammen seid, immer noch seine Identität behalten und einfach so weitermachen. Und warum ist das so? Weil ihr es erlaubt, weil ihr es kreiert. And that's because of all the conditioning we've had about what a relationship is and what it isn't and what we're not allowed to have. Und der Grund dafür ist ganz einfach die Konditionierung, die wir erlebt haben, wie eine Beziehung zu sein hat und was man uns erlaubt zu sein und zu haben und was nicht. And the trouble is with that old paradigm is that reality is changing and women especially are saying no more to this doesn't work for us anymore. Ja, und die Paradigmen verändern sich, ja, und die Frauen sagen überall, nein, das funktioniert nicht mehr für uns. Most women I know would rather stay single than lose themselves in a relationship where they have nothing of themselves. Die meisten Frauen, die ich kenne, würden lieber Single bleiben, als sich in einer Beziehung zu verlieren, wo sie nicht mehr sie selbst sein können. You know, one of the most common statements I've ever heard on my massage table when I'm working on people is, I'm not having a man tell me what to do ever again. Ja, so die häufigste Botschaft, die ich von Frauen gehört habe, die ich auf meiner Massageliege hatte mit Sessions ist, ich werde das niemals wieder erlauben, dass das ein Mann mit mir macht. And I'd have to be totally insane to tell Gabi what to do. Ich müsste, und die haben eben noch gesagt, und dass mir ein Mann sagt, was ich zu tun habe. Und Greg meinte gerade, und er müsste vollkommen verrückt sein, zu versuchen, mir zu sagen, was ich zu tun habe. But, you know, it's that. It's the willingness to acknowledge that the other person has a life, has a personality, has a will to do things for themselves. Ja, und das ist das Ding. Man muss der anderen Person einfach erlauben, ein Leben für sich zu haben. Ihr erlauben, Dinge für sich selbst zu tun, zu kreieren, eine eigene Welt zu haben. I mean, truth, ladies. I haven't seen one man's name show up yet, but ladies, truth. How many dreams have you given up so you can keep the relationship you're in?
Ja, so, also Wahrheit, Ladies. Ich habe noch keinen Mann hier gesehen. Aber so wie viele Träume habt ihr aufgegeben, um eine Beziehung zu haben? Lots. Megaton latte. Viele Megatonnen. Hmm. Mhm. You know, sure, you create a little bit, but how many dreams did you give up that you actually don't need to give up? So klar kreiert ihr immer ein bisschen, aber wie viele Träume habt ihr aufgegeben, die ihr tatsächlich nicht aufgeben müsst? And you know, this is always that it's in our head. Yeah. We don't believe that there is a relationship possible when we don't give up ourselves. So, und das ist tatsächlich in unserem Kopf. Wir glauben nicht, dass wir selbst sein können, ohne uns aufzugeben in einer Beziehung. And this is the old story, how our mothers, our grandmothers function. Yep. Und das ist die alte Geschichte, wie unsere Mütter und unsere Großmütter funktioniert haben. Have you got a Hund in your room, Gabby? Huh? Have you got a Hund going? No. Erich Bayer ist es jetzt, der sein Mikro anhat. Erich Bayer. Erich Bayer macht dich stumm. Greg, it's Eric Bayer. Can you just mute this person? I'm trying to find him. Who? Eric Bayer. Ah, Ja. Wenn man oben auf Sprecher ansieht, Ja, wir haben ihn schon. Wir haben ihn schon. gut, dann sieht man die Leute immer, die. Cool. So, we were saying, was haben wir gerade gesagt? So we don't have to give up ourselves. no. Relationship. No, and see, but this is what's happening now is more and more women especially are saying no more to that. I'm not giving me up. Ja, und das ist das, was eben gerade passiert. Mehr und mehr Frauen haben die Schnauze voll und sagen, nein, ich will mich nicht aufgeben in einer Beziehung. And you watch as men who have, enter relationships, they don't give anything up to keep going what they do and keep going with what they're doing. Und die gucken sich dann die Männer an, die in Beziehungen gehen, die überhaupt nicht drüber nachdenken, irgendwas aufzugeben, um eine Beziehung zu haben. Die machen einfach weiter mit dem, was sie ohnehin tun. And then what happens is the resentment comes in. Und dann kommt so Widerstand und Abwehr hoch. It's crazy. Das ist verrückt. So everywhere that you've learned to be a wife and a mother by watching your mother and your grandmother and anybody else around you, So überall, wo ihr gelernt habt, eine Frau und eine Mutter zu sein, indem ihr eure Mütter und eure Großmütter und all die Frauen um euch herum beobachtet habt. and you've decided that's the only way you can be, can Und, you just, und wo ihr beschlossen habt, dass es die einzige Art und Weise ist, wie ihr sein könnt, try and create all that shisa now and let it all go? könnt ihr den Shit bitte jetzt alles zerstören und umkreieren und loslassen. Just really let it go. Ja, lasst es einfach los. You know, Yeah. how much joy, how much could you create by actually choosing your own dreams again? And what would you be teaching your children about relationships if you started choosing more for you? So, wenn ihr anfangen würdet, mehr für euch zu wählen, wie viel von dem alten Mist könntet ihr loslassen und was würdet ihr eure Kinder lehren damit, wenn ihr eine solche Art von Beziehung wählt? I mean, I know I see so many women that stay in abusive relationships where I grew up. And what were they teaching their children? They're Ich habe so teaching the, Frauen gesehen, als ich klein war und als ich aufgewachsen bin, die in missbräuchlichen Beziehungen stecken geblieben sind, daran festgehalten haben und darin geblieben sind. Und was lehren die ihre Kinder? they teach their sons that it's actually okay to be controlling and abusive, and they teach their daughters that that's what they have to put up with. Sie lehren ihre Söhne, dass es tatsächlich okay ist, kontrollierend und missbräuchlich zu sein. Und ihren Töchtern lehren sie, dass es absolut okay ist, das mit sich machen zu lassen. Stupid, sorry. Dumm.
Tut mir leid. But it's like we, as you say, we see that all around us. Yeah. And it's not that heavy abuse, it's the soft abuse. Yeah. Und wir sehen das überall um uns herum. Es ist nicht dieser schwere Missbrauch, es ist dieser weiche Missbrauch. And it seems to be normal for Yeah. us. Ja, es scheint vollkommen normal für uns zu sein. So it's like about, we have to let go of the conclusion that if we are being ourselves, we can't have a relationship. Yeah. So das Ding, wir müssen einfach diese Schlussfolgerung aufgeben, dass wir keine Beziehung haben können, wenn wir nicht wir selbst sind. And really, what is ourselves? What is being ourselves? Und was ist das, wir selbst sein? You know, you're everything. You can still be the mother. You can still be the lover. You can still be the daughter. You can still be all those things, and you're still being yourself. Also, ihr könnt alles sein. Ihr könnt die Mutter sein, die Tochter sein, die Geliebte sein, die Frau sein. Ihr könnt alles sein und immer noch ihr selbst sein. We all wear different hats at different times, Wir tragen einfach unterschiedliche Hüte zu unterschiedlichen Zeiten. but that doesn't mean we have to hide behind a different mask. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns auch hinter einer falschen Maske verstecken müssen. Oh, that's a biggie. Yeah. Das ist wirklich ein großes Ding. Der Unterschied zwischen, wir spielen unsere Rollen, die wir gewählt haben, aber wir verstecken uns nicht hinter einer Maske. So we play the roles that we have chosen, but we don't hide behind a lie, like a mask, behind a mask. Yeah. You know, it's like when we went back to New Zealand, Gabi, you know, you said that I was different. Well, because I was the opa, the koro, I was the father, I was, you know, I was doing all sorts of different roles all at the same time that you've never seen me in before. Ja, es war zum Beispiel, als wir nach Neuseeland zurückgegangen sind, also im letzten Jahr, genau, wo ich zum ersten Mal mit ihm bei seiner Familie war und ich habe zu ihm gesagt, du bist total anders. Und das war einfach, weil er dort der Großvater ist, der Vater, der Freund von anderen Leuten, eben der Koro, seine Rollen, die er in Neuseeland hatte. Und für mich war das so, wow, du bist total anders. And then, you know, there's even more because then when we went to teach a class, you know, there was a different reality again. Ja. Und dann, als wir gemeinsam dort einen Kurs gegeben haben, war es wieder eine vollkommen andere Realität. I remember that so well. All the Maori women, Yeah. they had such a different reality than mine. Yeah. Ich erinnere mich daran so gut, all die Maori-Frauen, die hatten so eine andere Realität als meine war. So eine andere Verwurzelung. They had so different roots. It was really amazing. Yeah, and we both, like, we had to find ourselves there again. Und wir beiden mussten uns sozusagen in all diesen neuen Umständen, diesen neuen Rollen wieder selbst zueinander finden. Ja. Yeah. And it's like, so it's all that. And are you willing to be you with the situations that are needed and not give up your dreams? So seid ihr gewählt, in jeder Situation ihr selbst zu sein, alles zu sein, was gerade erforderlich ist und eure Träume nicht aufzugeben. So Judith's asking some questions here. Wo gehe ich auf den Leim? Was passiert da, sobald ich in Beziehung gehe und mich verliere? So what lies am I buying? As soon as I go into a relationship and I lose myself. Somebody keeps unmuting himself. Ja, irgendeiner stellt sich immer wieder auf laut. I can't see it. No, it's good. Yep, It's good. got it. Where's Rita? I have to have a firm talk to that young lady. Das war Rita. Ich muss ein strenges Gespräch mit Rita haben. So, yeah, it's like, what? We have visitors. I just let the dogs out. Ich habe die Hunde rausgelassen. Who let the dogs out? Who? Yeah, because we have friends coming over for the foundation tomorrow and they just arrived. Wir haben Freunde heute, die kommen für unseren Foundation morgen und die sind gerade angekommen.
Okay, so what's the lie that I buy when I go into a relationship and lose myself? So, also was ist die Lüge, die ich abkaufe, wenn ich in eine Beziehung gehe und mich selbst verliere? Yeah. Everything that is, everywhere you've bought it, everywhere you hold on to it is true, real, and sacred. Destroy and uncreate that shit. Ja, überall, wo es als wahr, real und geheiligt abgekauft habt, dass das so zu sein hat, wollt ihr den Scheiß bitte jetzt zerstören und umkreieren. Really, really, really. Yeah. You can have a wonderful relationship that's kind, caring, and nurturing, where you're both able to create and be, and not give up anything. Ja, ihr könnt wirklich eine wunderbare Beziehung haben, die nährend ist, und ihr könnt beide kreieren und ihr müsst nicht das Geringste aufgeben. Well, so you have to find the right partner for that. Yeah, yeah. Und man muss halt dann den richtigen Partner dafür finden. Aber der Punkt ist, dass ihr erst einmal gewillt seid, ein neues Paradigma für euch zu haben. But the thing is, you have to be willing to have a new paradigm for yourself. Yeah. Das ist echt dieses nicht mehr die Geschichten abkaufen, die in unseren Köpfen sind, wie alle anderen funktionieren, sondern ihr müsst nach eurer Realität fragen. So not to buy into anymore to those old stories that you have in your head. You have really to ask for a new paradigm for you. Yeah. And demand it. And you know, you can, yeah, but you can teach men. I mean, we're reasonably teachable. Und ihr könnt Männern was beibringen. Also tatsächlich, wir freuen uns, wenn man uns was beibringt. And if we're not teachable, then, you know, it's time to trade them in on something else. Ja, Really? und wenn ihr jemanden habt, ihr mir nichts beibringen könnt, dann ist es Zeit, euch woanders umzugucken. That's so easy, right? We don't have to be stuck in a relationship. Und das ist auch so leicht. Wir müssen nicht in einer Beziehung feststecken. Das ist auch sowas, was wir abgekauft haben. Because that's another thing we bought. When we're in a relationship, we have to make it work. Yeah, you made your bed, you have to lie in it. Ja, habt euer Bett gemacht, darin müsst ihr jetzt liegen. Ja, also wir haben so gelernt, dass wir, wenn wir mal eine Beziehung haben, sie auch dazu bringen müssen, zu funktionieren, wenn es uns umbringt. Ja. Really, if it's an asshole and you're not enjoying it, why are you there? Ja, so wenn der Typ ein Arschloch ist und ihr keinen Spaß dran habt, warum seid ihr noch da? People used to ask me why my relationships failed, and it was easy. I just used to say, because I'm an asshole. Die Leute haben mich immer gefragt, warum die Beziehungen, die ich hatte, in die Brüche gegangen sind. Und ich habe immer nur gesagt, ganz einfach, weil ich ein Arschloch war. I've graduated now. I'm just an idiot. Aber jetzt habe ich mich schon hochgearbeitet. Ich bin nur noch ein Idiot. But a lovable one. Oh, thank you. Aber ein liebenswerter. And so much more. Ja, und so viel mehr. So, but, you know, when... how many of you believe that you are incapable and not worthy of receiving the joy that you know is possible? So wie viele von euch glauben tatsächlich, dass sie nicht in der Lage sind und es nicht wert sind, diese Freude in einer Beziehung zu empfangen, von der ihr tatsächlich wisst, dass sie möglich ist? Everything that brings up, destroy and uncreate. Alles, was das hochbringt, wollt ihr das bitte jetzt zerstören und umkreieren. And everywhere that you're looking for that joy outside of you, and that you need somebody else to make you whole, destroy and uncreate. Und überall, wo ihr nach dieser Freude außerhalb von euch sucht und ihr immer noch glaubt, ihr braucht jemanden anders, um euch ganz zu machen, wollt ihr das bitte jetzt zerstören und umkreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, online, shorts, boys and beyonds. Yeah. And we have some questions. No. Wir haben einige Fragen. So, Sophie, that means we have to be willing to honor ourselves. Is it just that, or is there something else? So, Sophie sagt, das bedeutet, wir müssen gewillt sein, uns selbst wertzuschätzen und zu respektieren. Ist es einfach noch das oder ist es noch was anderes? Good question. Gute Frage. The truth is, if you're unwilling to honor you, how can you expect anyone else to honor you?
So, die Wahrheit ist, wenn ihr nicht gewillt seid, euch zu respektieren, wie könnt ihr von irgendjemandem anderen erwarten, euch zu respektieren? But it's like the other way around too. If you're not willing to respect the other person, how can you receive from that person? Und es ist auch andersrum, ja. Wenn ihr nicht gewillt seid, die andere Person zu respektieren, wie könnt ihr jemals von dieser Person empfangen? You know, there's a really neat thing called the 5 elements of intimacy. Da gibt es das wirklich nette Ding, was man die 5 Elemente der Intimität nennt. Gratitude, Dankbarkeit, allowance, Erlaubnis, trust. Vertrauen. And trust isn't trusting that he's not going to cheat on you or she's going to cheat on you. It's trusting that that person is going to be themselves. Ja, und Vertrauen bedeutet nicht, dass wir demjenigen vertrauen, dass er uns nicht betrügt. Vertrauen bedeutet einfach, dass wir wissen, dass derjenige er selbst ist. Okay. Honor. Ja. Wertschätzung, Respekt. So, I mean, we will be talking in the Zoom, the alchemy of relationship, about all that. So, wir werden in dem Zoom, in dem Zweiteiler, die Alchemie von Beziehungen, über all das sprechen natürlich. It's all just blah blah anyway. Und so it's bla bla, aber wir werden darüber sprechen und wir werden auch darüber sprechen, wie man das praktisch tut. And we will be talking about how to do that practically. When a relation starts and in the middle of a relation, wenn eine Beziehung beginnt und in der Mitte einer Beziehung. And when we talk about like how it begins. So Anja had that question. She's not sure if there is really that desire to have a relationship. So Anja hat diese Frage gestellt vorher. Sie ist nicht wirklich sicher, ob da überhaupt dieser Wunsch nach einer Beziehung ist. Und sie sieht sich selbst immer schon von Kindheit an als irgendwie allein. And she sees herself, like from childhood on, as somehow always being alone. And Greg and I, we were just reading that question before, and we just both said, welcome to the club. Und Greg und ich haben diese Frage vor dem Zoom gelesen und wir haben beide wie aus einem Mund gesagt, willkommen im Club. Ja. Because That's how why I many? like this club so much. What? That's why I like this club so much. Oh, das ist das, was ich diesen Club so gerne mag. Yeah, because really, how many of you have always felt alone? So, Wahrheit, wie viele von euch haben sich immer irgendwie allein gefühlt? Growing up, how Als many of you felt different to everybody else? Wie viele von euch haben sich anders gefühlt als die anderen? Yeah. Even as a teenager, I couldn't be bothered with idiots talking about nothing. Ja, sogar als Teenager schon habe ich es nicht ausgehalten, wenn irgendwelche Idioten über nichts gesprochen haben. I mean, you know, all my friends could ever talk about was, it's cloudy outside, or, hey, you going to watch the rugby? So, meine ganzen Freunde haben immer darüber gesprochen, wie das Wetter heute wird, oder wirst du das Rugby-Spiel anschauen? Yeah. So, and the other part of the question that Anja had was like, am I looking for a deeper connection? Und der andere Teil der Frage war, die Anja gestellt hat, suche ich nach einer tieferen Verbindung? I would ask the question differently. I would say, are you looking for a connection? Full stop. Ja, also ich würde die Frage anders stellen. Ich würde fragen, suche ich nach Verbindung? Punkt. Because Darf ich was sagen? Nö, du nicht. Nee? Ja, Anja would like to say something. Weil das ist gar nicht meine Frage, sondern die Frage ist vielleicht jetzt aktuell, wie komme ich raus aus diesem mich dafür falsch machen, dass ich nicht dieses Blabla machen will, weil ohne das ist es in der normalen Welt, in der ich hier lebe, echt schwer, Verbindung aufzubauen. So my question would be like, how can I just not do the blah blah? Because without the blah blah, it's really hard to find connection with people. And this is the lie. Das ist die Lüge. Because Gabi and I can travel all the way to Vorarlberg and maybe say 10 words to each other. Or we can travel to Vorarlberg and talk all the time. Yeah. Ja, also bei uns ist es wirklich so, wir können zum Beispiel im Auto nach Vorarlberg fahren und die ganze Zeit vielleicht 10 Sätze sagen. Oder wir können im Auto nach Vorarlberg fahren und die ganze Zeit quatschen. Ja?
it's not about the talking. I mean, yeah, it's about the being comfortable with each other, right? Also Yeah. es geht nicht so sehr darum, ob du redest oder nicht redest, sondern es geht darum, ob du dich wohl mit dem anderen fühlst. Being comfortable in the silence as well as in the talking. Ja, sich wohlfühlen in der Stille und beim Reden. How many times do people talk to you and it's something that's really shallow? Ja, There's so no wie, connection in that. so wie oft redet man mit Leuten oder Leute reden mit dir und das Ganze ist echt flach, da ist keinerlei Verbindung da. Und aus welchem Grund sollte man das genießen? Ja? For what reason should you enjoy that? Aber wie kreiert man diese Leute in sein Leben? How do you create people in your life that you can have connection with? Also ich kreiere mir ja genau diese Leute. Ich sitze irgendwo und mich quatschen genau diese Leute an. Ja, vielleicht bestelle ich sie, weil ich sie nicht haben will. Ich weiß es nicht. So how do I create other people? Because what I'm creating obviously is that I sit someplace and then all the strange people that are shallow talk to me. And maybe I'm creating them because I don't want them. They talk bla bla. They find you interesting. Die finden dich interessant. Yeah. So that's when you go to that space of allowance and you just allow them to talk. But it's like, and then what happens is there was an old saying when I was a little boy growing up, and it was So wait a bit. So du gehst also in Erlaubnis, das heißt, die reden mit dir und du bist in Erlaubnis für die, was die sagen, weil du halt in Erlaubnis bist. Hmm. Now the same. Now, and it's you have to kiss a lot of toads before you find your handsome prince. Und dieser Spruch in Neuseeland, mit dem ich aufgewachsen ist, war, du musst jede Menge Kröten küssen, bevor du deinen Prinzen findest. So sometimes you've actually got to talk to a lot of people before you find the person that doesn't actually realize they're not a frog. Ja, so manchmal muss man eben mit vielen Kröten reden, bevor man diese Person findet, die tatsächlich realisiert, dass sie selbst kein Frosch ist. Because they're busy trying to fit in. And you can say, well, you actually don't need to. Ja, weil auch die versuchen, verdammt nochmal irgendwo reinzupassen, sich anzupassen. Und denen kannst du dann sagen, ey, das brauchst du gar nicht bei mir. Super, danke. And I'm sorry, it still can be quite a lonely place if you want it to be. Und es kann immer ein einsamer Ort sein, wenn du möchtest, dass es so ist. But I'd rather be on my own than have somebody that just fills my life with noise. Ja, und ich wäre wirklich lieber alleine, als mit jemandem zusammen zu sein, der mein Leben einfach nur mit Geräuschen erfüllt. Whether that's energetically or physically. Ob das nun energetisch ist oder physisch. I mean, for me, the one thing I demand from Gabi is that I get touch. Das eine, was ich von Gabi immer verlange, ist, dass ich von ihr berührt werde. She doesn't have to talk to me much, but I do require that touch. Ja, sie braucht nicht viel mit mir reden, wenn sie nicht will, aber für mich ist diese Berührung erforderlich. Because touch talks to me louder than any word ever will. Denn Berührung spricht lauter zu mir, als es jemals ein Wort vermag. And I'd put money on it that you would all feel the same. Und ich würde mein Geld darauf setzen, dass es euch genauso geht. I can't understand people that can stay in a relationship where there's no touch. Ich kann Leute nicht begreifen, die in einer Beziehung bleiben, wo es keine liebevolle Berührung gibt. Yeah. So I would like, before we stop, because we're already over half an hour, there was another question what I found interesting. Ich würde gerne noch eine andere Frage aufnehmen, die jemand gestellt hat, die interessant war, weil wir schon so lange jetzt machen. And that was like, I'm not sure if I want a relationship. Und die Frage war, ich bin nicht sicher, ob ich eine Beziehung möchte. So, was mache ich damit? What do I do with that? I'd actually look at what you define as a relationship. Ich würde mir erstmal angucken, was du als Beziehung definierst. I mean, for me, I don't want. Before I met Gabi, I was over relationships. I didn't, sure I had a friend in my life, but it was like this was not going to be permanent. There was nothing.
Ja. So, bevor ich Gabi getroffen habe, war ich fertig mit Beziehungen. Ich wollte keine mehr. Ich hatte eine Freundin sozusagen, aber ich wusste, das war nicht von Dauer, das war nicht wirklich ernsthaft sozusagen. It was, And then, it was going to be too hard. Ja. And, Das wäre mir zu schwer gewesen, das dauerhaft zu machen. but what I was looking for was joy. Aber wonach ich gesucht habe, war Freude. And then the universe banged my head against Gabi's and said, hi. Und dann hat das Universum meinen Kopf gegen Gabis Kopf geknallt und ich habe Hi gesagt. Ja. And the thing is, like, you don't have to decide if you want a relationship or not. Und das Ding für mich zumindest ist, du musst nicht wählen oder entscheiden, ob du jetzt eine Beziehung willst oder nicht. Because I didn't want a relationship. Weil ich wollte auch irgendwie keine Beziehung. Also zumindest keine so, wo jemand bei mir wohnt. At least I didn't want a relationship where the man lives in my house again. But I was also asking for joy and happiness and consciousness. Aber ich habe auch die ganze Zeit nach Freude gefragt, nach Glück, nach Bewusstsein. Und das Universum hat mir halt Greg gebracht. And then the universe just brought me Greg. And she cried and she cried and she cried. No! Weinte und weinte. Yeah. So, but the thing is, if you ask for real joy and happiness and expansion in your life, universe brings you whatever's required for that. Aber das Ding ist einfach, wenn du wirklich nach Freude und Glück und Ausdehnung in deinem Leben fragst, bringt dir das Universum das Zeug, was dafür erforderlich ist. And sometimes it's a husband. Und manchmal ist es ein Ehemann. Ja. So, macht euch nicht verrückt, wenn ihr nicht sicher wisst, ob ihr eine Beziehung wollt. Fragt nach dem, was euch glücklich macht. Und wenn dazu eine Beziehung gehört, wird das Universum euch das bringen. So don't beat yourself up with the question, do I want a relationship? Ask for what brings you joy, and then the universe will bring you that. Right? Whatever brings you joy. And maybe it's a husband or something else. Yeah, it could be a puppy. Gabi's so happy now that we've got Morgan. Es können Haustier sein, ja? Ich bin gerade so happy mit Morgan. Alles, was zu eurem Glück beiträgt. Ihr müsst es nicht definieren. You don't have to define it. You can just be like, go for your happiness. Ihr müsst es nicht definieren, sondern einfach immer weiter in Richtung euer Glück gehen. Yeah. And Greg, you had this lovely Zoom series in Australia where you were talking about space in relationships. Und der Greg hatte diese tolle Zoom-Serie in Australien, wo es über so viele Folgen hinweg darum gegangen ist, was Raum in Beziehungen ist. And we will talk about that as well. Und darüber werden wir unseren Zweiteiler, so viel wir halt unterbringen, aufsprechen, was dieser Raum ist in Beziehungen. Yeah, and just on that, the host for that is coming to Europe. She's in France at the moment. I'm just trying to remember her name. Oh, goodness sake. Lisa. Huh? Was it Lisa? Yeah, Lisa Bennett. Yeah. And she's coming through to Germany and Austria, I think. But keep an eye out for her class. It's really cool. And it's a way to help you to open up space for whatever it is you're asking for in your life. Ja, und die Gastgeberin dieser Zoom-Serie, also die Lisa Bennett war das, und die hat mit Männern gesprochen, ja. Also Greg, and how many men were on that regular call? It started off with about 8 of us. Now it's whittled down to about 3 or 4 of us. But, you know, this is the 12th call, so we've been going a year. Ja, also macht sie über ein Jahr. Am Anfang waren es Greg und noch 7 andere Männer, jetzt sind sie nur noch zu 5 oder zu 4 oder so. Aber das macht sie ein Jahr lang, wo sie mit Männern über Beziehungen spricht und den Raum in Beziehungen. Und sie ist jetzt gerade irgendwie in Europa unterwegs, so haltet vielleicht mal Ausschau. Die will ein Buch darüber schreiben, über den Raum zwischen Männern und Frauen. Und ja, vielleicht ist das interessant für euch. Ja. Oh, Judith. Thank you. Judy says we're wonderful. Danke, Judith. Yeah. Thank you. And it is step by step. You know, it doesn't happen overnight. And, you know. Sometimes it just does. Yeah. Yeah. Es ist Schritt für Schritt und es passiert nicht über Nacht, aber manchmal passiert es über Nacht. And be willing to talk about it and work with I mean,
Gab and I've had some good old arguments. And, Ja. you know, Ja. Und seid irgendwie gewillt, über all das zu sprechen mit eurem Partner, was für euch erforderlich ist. Greg und ich, wir haben ziemlich gute Gespräche. Ja, auch. Ja. Ja. Cool. Cool. So, I think we're over time. And yeah. So, das war's. Wir sind über die Zeit. Und wir posten den Link zu unserem zweiteiligen Zoom mit der Aufzeichnung dann. Und ja, schaut, ob das was für euch ist. Wir sind gewillt, Tacheles zu reden. Und wenn die dabei sind, auch Tacheles reden. Und wirklich über das reden, was sie haben wollen. Und über das reden, was sie für möglich halten, mit das was cool ist. So we're willing in these 2 Zooms to talk like real shit. yeah. And really, please, if you're wanting to create a relationship that brings you greater joy, stop giving yourself up. Ja, und wirklich, das ist das Wichtigste. Wenn ihr wirklich eine Beziehung kreieren wollt, die euch mehr Freude bringt, hört auf, euch aufzugeben. Ja. That's what we always find, right? When people just stop that, when they do what works for them, they just flourish, ja. Und das ist das, was wir immer wieder finden, wenn Leute wirklich diesen Scheiß aufgeben, sich aufzugeben, sondern wenn sie wirklich für sich wählen, das, was für sie funktioniert, dann blühen sie auf. Immer, immer, immer. Always. Yep. And with all the classes we've done in the last 2 years, and we've watched people, the ones that have truly let go and are choosing for them, the relationships flourish, their life they go into thriving and just joy and ja, das haben wir wirklich gesehen in den 2 Jahren, wo wir jetzt Kurse zusammengeben. Die Leute, die wirklich für sich wählen und loslassen, das, was sie früher begrenzt hat und wirklich wählen, sie selbst zu sein und sich nicht aufzugeben, deren Beziehungen, deren Leben, alles blüht auf. Ja, cool. So, thank you all. Danke euch allen. Yep, thank you. Good night. Ja, bis irgendwann. Ja, schlaft friedlich. Bye, bye. Macht's gut. Danke. Ciao, ciao. Danke, ciao. Tschüss. Bye. Bye.